Du hast ja auch mitgespielt. Ja. Bei Betteln von Oksana und Melchuk. Ja. Hat sie ja für uns mal geschrieben, so vor 10 Jahren. Und das hat ganz oft nicht funktioniert und jetzt haben wir es endlich mal wieder auf die Bühne gebracht. Also die Uraufführung, das weiß ich noch, die hat geklappt. Da musste man irgendwie mit Bluetooth und so als komischen Programmen diese 6 DJ Hero Nintendo, diese Sets verbinden mit dem Computer und dann hat es endlich geklappt. Fandst du es denn? Ich fand auf jeden Fall super lustig, so eine Spiel-Tablet einfach so auf die Bühne hinzubringen und mal da was so mal spielen. Aber also mit dem Bluetooth hat ja, ich weiß nicht, das Stück hat ja auch nicht so ganz gut funktioniert, als wir geplant haben. Ja, also wir wollten es oft irgendwie auch im Ausland oder auf Tourneen spielen. Und da sind wir dann immer gescheitert, einfach weil das so zu komplex war. Okay. Aber deswegen haben wir das jetzt hier in Köln einfach nochmal gemacht, weil das so schade war, dass wir es irgendwie nicht spielen konnten. Und weil sie hat es ja für uns geschrieben und wir mochten das Stück alle, aber es war einfach so irgendwie so ein bisschen zu fummelig von der Elektronik, weil es eben einfach nicht Musikelektronik war, sondern diese Gamer-Elektronik aus den 90ern oder was weiß ich, oder 2000ern. Und was sie dann noch so mit reingebracht hat, also es war ganz schön, man hatte sozusagen wie beim Turntable 2 Samples links und rechts, hast du dann bekommen. Und das eine war vor allem Sinustöne und das andere waren, da war irgendwie Stockhausen dabei und dann noch so Country-Musik und was war noch? Was hattest du? Weißt du, ne? Ich weiß nicht mehr. Irgendwelche außer diese da. Ja, stimmt. Das ist Country oder? Ja, das war gleich, das war so ein Bebop. Den oder so. Nee, ja. Also sie hat ja dann quasi dieses Nintendo, wie sagt man? DJ Hero Set. Ja, DJ Hero Set. Und dabei hat sie dann Samples selber so rein programmiert, ne? Genau, deswegen musste das eben, also sonst diese werden halt normalerweise mit einer Nintendo-Konsole verbunden und um das eben mit so einem Musikverarbeitungsprogramm zu verbinden, das war irgendwie komplex. Ja, und dann hat sie uns ja diese schöne weiße Geige am Schluss, die hat sie uns ja geschenkt, hat eine Geige weiß angemalt, so eine Schrottgeige und dann haben wir in der Flasche drin gespielt und wer war denn dran? Den, auf den die Flasche zeigt, der musste ein Geigensolo spielen. Moritz war das. Ja. Ja. Man kann ja echt nicht wissen, wer das dann so eine Solo-Geige auf seiner Hand hat. Ne? Und wir haben dann ein bisschen so ausprobiert während der Probe, dass jeder mal diese weiße Geige so einfach auf die Hand nimmt und dann Impro macht, so ein viel Krach macht. Also man konnte auf der auch wirklich nicht viel machen, weil die einfach so schlecht war. Also da hatte auch, ich weiß gar nicht mehr, wer da, also da hatte niemand einen Vorteil, also auch die Streicher und die Geiger und so. Ja, Bogen war auch irgendwie sehr Abgerockt. getrockt. Genau.